Es gibt wieder was richtig Schickes, Neues aus dem 3D-Druckbereich. In diesem Video möchte ich dir gerne das Offroad-Kit für diesen schicken LKW vorstellen. Die 3D-Druckdateien gibt es wie immer bei Jesse CAD. Alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. So wie das Fahrzeug hier steht, finde ich es einfach richtig schön, richtig klassisch. Aber schön und klassisch haben sie doch jetzt irgendwo alle. Also warum nicht mal was Neues ausprobieren? Und das möchten wir heute mal machen, indem wir das Offroad-Kit an diesem Fahrzeug montieren. Wichtige Info am Rande: Beim Jesse CAD bekommst du nur die 3D-Druckdateien. Wenn du nicht über einen 3D-Drucker verfügst, dann gibt es aber auch immer wieder Möglichkeiten, sich diese Dateien irgendwo drucken zu lassen. Bei der Montage sind wir dann natürlich nicht auf uns alleine gestellt, sondern es gibt hier eine schöne bebilderte Anleitung mit sämtlichen Einzelschritten, so wie wir das auch kennen. Das sollte dann also auch für mich hier kein Problem sein, das Ganze zu montieren. Auf geht's mit diesem Offroad-Kit. Die klassische Stoßstange habe ich bereits durch diese Offroad-Version ersetzt. Du siehst schon, wir haben hier einen kräftigen Bügel und hier vorne eine Vorrichtung für unseren Überrollkäfig. Was sich natürlich drastisch ändern wird, ist die Heckpartie des Fahrzeugs. Dazu demontiere ich zunächst meine Ladefläche. Das geht ja, wie wir wissen, ganz einfach. Das ist ja das Schöne, das ist alles Plug and Play bei den Sachen von Jesse CAD. Das heißt, auch wenn du dich später mal umentscheidest, was anderes hier zu bauen, passt alles aufeinander. Da macht der Umbau wirklich große Freude. Die Ladefläche packen wir jetzt erstmal zur Seite. Die können wir ja irgendwann immer noch mal wieder verwenden. In diesem Bereich hier vorne hatten wir die klassischen Kugelköpfe, so wie sie auch hier hinten sind. Diese ersetze ich jetzt durch diese kleinen Magnethalterungen. Die werden hier einfach mit den vorhandenen Schrauben dran geschraubt. Sobald diese beiden Teile drauf sind, müssen wir hier etwas unter dem Führerhaus montieren, nämlich dieses große Teil. Dazu müssen wir das Führerhaus einmal herunternehmen. Das ist ganz einfach. Du ziehst hier deine Karo-Splinte, die wir vom Traxxas übernommen haben, und hebst die Karosserie ganz einfach einmal runter. In deiner Anleitung findest du natürlich auch die Information dazu, welche Schraube du gleich benötigst. Und wenn wir uns wie immer mal diese Passgenauigkeit anschauen, dann finde ich das immer wieder beeindruckend. Und auch in der Datei, die du hier bereits damals gedruckt hast, ist eine Vorrichtung für eine Schraube, sodass du dieses Teil hier schon direkt montieren kannst. Das ist wirklich der Vorteil, dass beim Jesse alles miteinander kompatibel ist. Wir drehen diese beiden langen Schrauben da jetzt einmal rein, um dieses Teil zu fixieren. Wenn du ein bisschen Schwierigkeiten bekommst, diese lange Schraube hier einzudrehen, weil es hier vorne doch recht eng wird, dann nimm doch einfach dieses Teil einmal ab. Das sind nur wenige Schrauben vorne und hier, und dann kannst du diesen ganzen Bereich einmal rausheben, die Schraube vernünftig eindrehen, das Ganze wieder einsetzen und deine 4 Schrauben wieder festdrehen. Die Teile sind wie immer richtig stabil, wenn sie gut gedruckt worden sind, und auch das hier macht wieder einen sehr passgenauen, sehr wertigen Eindruck. Im nächsten Step wird jetzt hinten dieser Überrollkäfig zusammengesetzt. Das haben wir hier schon mal erledigt. Das geht nach Anleitung ganz einfach, wenn du die Teile dann zu Hause gedruckt hast. Hier unten sehen wir Magnete und jetzt können wir das Ganze wunderbar hier mal drauf klipsen. Ha! Das sieht schon richtig, richtig cool aus. Weiter geht's mit dem Fahrerhaus. Bevor wir das Fahrerhaus jetzt wieder draufsetzen, macht es natürlich Sinn, die Kotflügel anzupassen. Wenn wir uns die hier mal genau anschauen, dann sind die sehr schön nachgebildet und für das klassische Fahrzeug auch wirklich optimal. Bei unserer Offroad-Version ist es hier natürlich bei der Stoßstange so, dass wir eine erhöhte Bodenfreiheit haben und natürlich nicht hängen bleiben möchten im Gelände. Dementsprechend werden auch hier diese Kotflügel angepasst. Diese sind an der Seite
so ein bisschen abgeflacht, sodass sich die Geländeperformance erhöht. Auch hier ist der Austausch mehr Plug and Play. Wir sehen das Ganze hier mal auf der Unterseite. Der Kotflügel ist mit 3 Schrauben befestigt und hier sehen wir, wie er klassisch zuläuft. Hier unsere Offroad-Version mit etwas mehr Spielraum an den Seiten, so dass wir nicht hängen bleiben. Tauschen wir direkt aus. Danach kann das Führerhaus wieder auf den Leiterrahmen. Die Kotflügel sind montiert. Wichtiger Hinweis an der Stelle: Die Schrauben sind minimal länger, denn unsere Kotflügelverbreiterungen sind ein klein wenig dicker. Dort solltest du dir also minimal längere Schrauben besorgen. Und dann kommt der schöne Moment, wo wir die Fahrerkabine draufsetzen. Der Truck wächst und gedeiht und gefällt mir jetzt schon sehr gut. Aber es gibt eine Sache, die ist ja jetzt noch gar nicht geschützt, und das ist hier diese Fahrerkabine. Wir haben hier hinten diesen schicken, kräftigen Überrollkäfig und hier vorne einen tollen Bumper. Aber die Fahrerkabine soll natürlich auch geschützt werden. Und auch hier habe ich mal was vorbereitet. So sieht dieser Frame zusammengebaut aus. Und wir setzen ihn jetzt mal zusammen drauf. Auch hier unten Vorrichtungen für Magnete. Wir setzen es vorsichtig rein und müssen das dann hier oben nur noch zusammenklipsen. Das machen wir mal ganz vorsichtig. So, sieht richtig cool aus, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ein Detail fehlt nämlich noch. Es gibt noch ein kostenloses Sideplate Add-on. Das würde ich mir auf jeden Fall runterladen. Das macht optisch nochmal einen richtig großen Unterschied, wenn wir das nochmal anbringen. Und genau das mache ich jetzt auch ganz einfach. Dieses Teil wird mit 3 Schrauben befestigt. So also das Fahrzeug mit den Sideplates. Und jetzt lassen wir unsere Fantasie doch einfach mal ein bisschen spielen. Jetzt stell dir mal vor, diesen Überrollkäfig in Silber, dieses Fahrzeug vielleicht in Gelb, Aufkleber an den Seiten von verschiedenen Sponsoren, einen Feuerlöscher, ein paar Scale-Details oder vielleicht auch so ein Reifen hier hinten drauf. Da kann man richtig was rausholen. Das sieht richtig klasse aus. Und eine Besonderheit möchte ich dir gerne noch zeigen. Wenn dir das jetzt nicht gefallen sollte und du sagst, ich möchte doch ganz gerne heute die Pritsche fahren und morgen vielleicht wieder das Offroad-Kit, dann guck mal, dadurch, dass wir das hier festgemacht haben, mit diesen Magneten hebst du das Ganze einfach runter, nimmst deine Pritsche und innerhalb von, wie lange waren es jetzt? Nicht mal 30 Sekunden, hast du deinen alten Mock wieder. Was hältst du denn davon? Ist das cool? Jetzt zeige ich dir aber noch ein paar Details am Offroad-Kit. Ein wirklich richtig schickes Fahrzeug und die Möglichkeiten, die sind ja komplett unbegrenzt. Du kannst es in den Farben drucken, wie du es gerne haben möchtest. Du kannst Scale-Artikel hinzufügen, wie du es haben möchtest. Du kannst verschiedene Materialien verwenden. Du kannst dir natürlich auch zum Beispiel den Schnorchel oder den Spiegel in einem sehr weichen Filament drucken, dass das so ein bisschen gummimäßig ist, damit nichts bricht. Und wenn nochmal etwas brechen sollte im harten Offroad-Einsatz, ja, dann druckst es dir einfach nach. Die Möglichkeiten hierbei sind nahezu unendlich und das ist das, was ich wirklich fantastisch finde. Und das hier vielleicht einfach mal als Ideenvorlage nutzen und dann was ganz Individuelles draus machen. Das wird bestimmt richtig spannend. Mir gefällt er gut. Wie gefällt er dir? Schreib's unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.